Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Da zu den Feiertagen niemand gerne lange in der Küche stehen möchte, habe ich für unseren Wochenendkuchen ein einfaches und schnelles Rezept ausgesucht. Wir backen einen saftigen Apfelschichtkuchen mit einer Dekoration aus Apfelscheiben, Mandeln und Zuckerguss. Der Kuchen wird diesmal auch in einer Kastenform gebacken. Damit wir wirklich nicht mehr als eine halbe Stunde in der Küche verbringen, fange ich auch gleich an. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den heutigen Rührkuchen verarbeite ich 240 Gramm weiche Butter, 185 Gramm Zucker, 12 Gramm Vanillezucker, eine Prise Salz, 6 Eier, 300 Gramm Mehl, 120 Gramm gemahlene Mandeln, 18 Gramm Backpulver, 50 Milliliter Milch, 3 Esslöffel Zitronensaft und natürlich Äpfel. Wie bei vielen Rührkuchen werden auch diesmal zuerst die Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz hell cremig gerührt. Das dauert etwa 3 bis 4 Minuten. Auch bei diesen Rührkuchen spielen sich wieder rührende Szenen ab. Eigentlich sollten die Eier einzeln dazugegeben werden, aber da hat sich noch eins dazwischen gemogelt. Gebt jedem Ei etwa 30 Sekunden. Während die Eier verrührt werden, mische ich das Backpulver mit dem Mehl und gebe es löffelweise und abwechselnd mit den gemahlenen Mandeln und der Milch in die Schüssel. So wird der Teig etwas lockerer. Der Teig ist fertig, das heißt, wir können mit den Äpfeln weitermachen und sie in dünne Scheiben schneiden. Ich habe mich für diesen roten Apfel entschieden, damit man die Apfelschichten im Kuchen besser sieht. Dafür steche ich als erstes das Kerngehäuse mit einem Apfelausstecher aus und halbiere den Apfel. Dann werden die Äpfel in dünne Scheiben geschnitten. Durch die dünnen Scheiben kann man vermeiden, dass die Feuchtigkeit innerhalb des Teiges ungleichmäßig verteilt wird. Damit die Äpfel nicht braun werden, benetze ich sie noch mit Zitronensaft. Bevor wir unseren Kuchen anfangen zu schichten, müssen wir unsere Backform noch einfetten und mit Mehl bestäuben. Dann kommt der Teig in die 31 cm Kastenform. Die Teigschichten sollten etwa 1 bis 2 cm dick sein. Dazwischen kommen natürlich die Apfelscheiben. Ihr könnt den Kuchen schichten, wie ihr wollt. Ihr könnt auch etwas mehr Äpfel nehmen. Abgeschlossen wird der Kuchen mit einer Teigschicht. Nun kommt der Kuchen für mindestens eine Stunde bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Der Kuchen ist fertig gebacken. Er stand 70 Minuten im Ofen und ist jetzt abgekühlt. Das heißt, wir können jetzt mit unserer Dekoration anfangen. Dafür brauchen wir noch unsere restlichen Äpfel, etwas gehobelte Mandeln, Puderzucker und Wasser. Für den Zuckerguss verrühre ich Wasser und Puderzucker. Man kann aber auch Zitronensaft verwenden. Die Apfeldeko passt diesmal sehr gut, weil ich damit den Abdruck vom Kuchengitter verdecken kann. Ich habe nämlich den Kuchen auf der falschen Seite abkühlen lassen. Das passiert, wenn man abgelenkt ist. Nun gebe ich noch ein paar gehobelte Mandeln auf die Äpfel und dann lasse ich den Zuckerguss langsam und nicht zu dick über den Kuchen laufen. Ich denke mal, das ist genug Zuckerguss und sobald der fest ist, können wir den Kuchen anschneiden. So sieht mein Apfelkuchen von innen aus. Ich habe noch ein zweites Stück abgeschnitten, weil ich ja die roten Äpfel gesucht habe, aber irgendwie sind die weg. Auf jeden Fall ist dieser Apfelkuchen richtig lecker. Er ist frisch und saftig. Falls ihr auch mal so einen Apfelschichtkuchen probieren möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!